Hallo und herzlich willkommen. Manchmal will man nicht schwer essen und freut sich über eine schnelle und unkomplizierte Küche. Wenn du wissen willst, wie ich schnell gefüllte Zucchini mache und als Dessert gebratene Banane mit Honig dazu, dann bleib dran. Die gezeigten Zutaten reichen für 2 Portionen. 2 Zucchini werden gewaschen, halbiert und die Enden abgeschnitten. Dann wird das Kerngehäuse komplett ausgeschält und in eine Schüssel gegeben. Das herausgeschälte Kerngehäuse der Zucchini wird nicht entsorgt, sondern weiterverwendet. Das kommt nun in den Mixer und wird kurz klein gemixt, dann kommt ein halber Becher Quark hinzu. Frischkäse eignet sich hier besser, aber da ich keinen zur Hand hatte, musste es auch mit Quark gehen. Dann kommen ein paar Cornflakes hinein und etwas Cayennepfeffer. Ich würze mit frischem Oregano sowie dann Pfeffer und Salz. Eine Knoblauchzehe ohne den Keimling in der Mitte wird noch hinzugegeben und alles nochmal kräftig durchgemixt. Auf einem mit Backpapier ausgelegten Backblech fülle ich die 4 halben Zucchini mit der Masse. Dann wird etwas Käse zum Überbacken darüber gerieben. Die Käsesorte richtet sich nach dem, was vorhanden ist. Hier hatte ich etwas würzigen Bergkäse. Dann kommt alles bei 180 Grad Umluft für ca. 35 Minuten in den Backofen. Sobald der Käse etwas Farbe bekommen hat, nehme ich das Blech heraus und bestäube die Zucchini noch mit ein wenig Zimt. Die Zucchini-Hälften werden auf den Tellern angerichtet, mit frischen Basilikumblättern belegt und mit gutem Balsamico und ebenso hochwertigem Olivenöl beträufelt. Guten Appetit! Für das Dessert wird nach dem Essen frisch in einer Pfanne etwas Honig erhitzt und eine geviertelte Banane in dem erhitzten Honig gewendet. Das geht sehr schnell und wird auch sofort serviert. Bitte vergesse nicht, den Abo-Knopf zu drücken und du verpasst auch kein weiteres Video mehr von mir. Ich würde mich sehr freuen, wenn du meine Videos mit Freunden teilst. Bis zum nächsten Mal, euer Herbie.